Bitte meine Frage. Was ist der Unterschied zwischen Psy und Elementor? Das ist eigentlich ziemlich simpel. Der Elementor, weißt du, das ist der Quarterback von der Highschool-Football-Mannschaft. Der, weißt schon, der mit den dicken Muskeln, 1,90 Meter groß, heißestes Cheerleader-Girl an seiner Seite. Das ist der Elementor, mit jedem befreundet, wird zu jeder Party eingeladen, immer der Coolste, hat gefühlt mehr Rechte als manche Lehrer an der Schule. Und dann gibt's da noch den Psykeeper, weißt schon, den kleinen Nerd, den keiner sieht, der immer am Rand steht, dem immer so ein bisschen Rotz aus der Nase läuft, immer so Bücher in der Hand, Hemd in die Hose gesteckt, so ein Gürtel aus dem 18. Jahrhundert. Weißt schon, so ein richtiger Loser. Das ist der Unterschied zwischen Elementor und Psy. Aber das war jetzt natürlich meine objektive Meinung. Subjektiv sieht es natürlich ganz anders aus. Und in-game? In-game. Also Elementor kann halt eigentlich am besten das, was ich gerade mache. Also die beste Hit-and-Run-Klasse im Game. Aufgrund von 3 Skills. Poison Cloud, Burning Field, Avalanche. Vielleicht auch Windfield, aber Windfield ist nicht zwingend notwendig. Je nachdem, wie gut dein Equipment ist. Beziehungsweise welches Level du hast. Im High-Level geht's ohne Windfield nicht mehr so gut. Wenn man kein ultra krasses Equipment hat. Im Low-Level geht's ohne Windfield sehr gut. Vor allem bei Feuermonstern. Im Low-Level braucht man es eigentlich nicht wirklich. Im High-Level, wenn die Viecher irgendwann 600.000, 700.000 HP haben, dann ist Windfield nicht schlecht. Aber grundsätzlich ist es einfach so, Elementor macht halt sau viel Schaden. Und das halt auch ohne stehen zu bleiben und die Monster aktiv anzugreifen. Er macht den Schaden größtenteils passiv. Und Psykeeper ist eigentlich ziemlich genau das Gegenteil. Er muss stehen bleiben und er muss den Schaden aktiv machen. Also gibt es eigentlich nur 2 Spielarten, Arten und Weisen, die zu spielen. Also, es gibt natürlich mehr Arten, aber meiner Meinung nach die effektivste Art Elementor ist lange Zeit auf jeden Fall Hit and Run. Im Late Game kann man dann auch Face Tank spielen, aber man braucht halt einen Supporter dafür. Hit and Run kannst du so spielen. Und ein Psykeeper macht halt eigentlich nie wirklich Sinn. Hit and Run geht auch. Aber da muss man eigentlich immer früher oder später schon entweder auf eine Hybrid-Variante wechseln oder auf Face Tank Only wechseln. Weil sonst spielt man die Klasse einfach nicht so, wie sie gedacht ist. Und holt auch nicht das meiste aus der Klasse raus. Also Psykeeper hat den Vorteil, hat so ein Skill. Beides sind AoE-Mages. Ja, Hit and Run, Psy. Also es gibt eigentlich alles 3. Es gibt Hit and Run Elle, Face Tank Elle, theoretisch auch 1v1 Elle, aber das ist wirklich dämlich. Und Psykeeper gibt es eigentlich auch Hit and Run, Face Tank und 1v1. Aber auch da ist 1v1 eigentlich das Schlechteste, weil zum Leveln grundsätzlich sind immer AoE-Klassen die besten. Also wirst du eigentlich immer AoE spielen. Also zumindest leveln wirst du immer AoE. Und das heißt, 1v1 fällt eigentlich bei beiden raus, aber theoretisch wäre Psykeeper. Das Lustige ist, im Endgame ist sogar Elementor besser im 1v1. Es kommt drauf an. Kommt halt auf die Situation an. Es ist nicht immer so. Aber 1v1 ist eigentlich bei beiden Trash. Man spielt die Klasse nicht wegen 1v1, man spielt sie eigentlich nur wegen AoE. Und ja. Also eigentlich ist es nur eine Entscheidung, mag ich lieber Elementor oder mag ich lieber Psy? Letztendlich ist das eigentlich der größte Unterschied. Manche Leute mögen halt mehr Elle und manche Leute mögen halt mehr Psy. Aufgrund der Skills. Und der Spielweise. Weil man sie, wie gesagt, anders spielen muss. Elementor hat halt, wie gesagt, diesen Vorteil, dass er sehr viel passiven Schaden macht, ohne überhaupt aktiv angreifen zu müssen. Und Psykeeper hat halt den Vorteil, dass er krasse Skills hat, um Face Tank, beziehungsweise eine Mischform zwischen Face Tank und Hit and Run zu spielen. Die Mischform ist halt Gravity Well spammen und bevor die Monster dich überhaupt erreichen, sind sie schon tot. Und dann musst du sie nicht komplett tanken können.
Das ist kein Glitch, Armonox, aber du hast recht, ja. Dann kriege ich ihn doch dreimal down mit dem 20% Bonus. Du hast recht. Ja, ich mache ihn einfach so wie immer. Ich mache das ja sowieso jeden Tag. Das ist ja kein Glitch. Das ist fair and square, Sir. Warum machen Leute Psy, wenn der Elle der bessere Mage ist? Naja, ist er ja nicht. Es ist wirklich subjektiv eigentlich. Also, ich würde schon sagen, dass Elle der bessere Mage ist. Außer gegen Electric Monster. Weil man das so nicht sagen kann. Es ist wirklich subjektiv. Bei Elle hatte meiner Meinung nach zwar die besseren Skills, aber Psy castet zum Beispiel schneller. Das vergisst man halt auch wieder ab und zu. Die Animationszeit von Skills beim Psykeeper ist kürzer. Deswegen kommt es einem immer so vor, dass Psys schneller angreifen. Weil es einem eigentlich auch nicht wirklich so vorkommt, sondern es ist tatsächlich eine Tatsache. Zwar nur ein minimaler Unterschied, aber Psy castet schneller. Wobei man dann wieder sagen muss, viele Skills vom Psy sind ja Projektile. Oder es gibt auf jeden Fall ein paar Skills, die eher Projektile sind. Und die meisten Skills beim Elementor sind Instant. Zumindest die AOE-Skills. Also da muss kein Projektil erst hitten. Vor Psykeeper-Skills kannst du teilweise weglaufen. Zum Beispiel Psychic Bomb. Theoretisch könntest du davor weglaufen. Wenn du schnell genug bist. Aber das spielt für PvP alles keine Rolle. PvE. Habe ich gerade PvP gesagt? Ich wollte PvE sagen. Wenn beide gleiches Skill hätten, wären beide gleich gut oder nur andere Playstyle. Also in allen DPS-Rankings ist Elementor eigentlich immer vor Psy, aber nur minimal. Also ja, ziemlich ebenbürtig.